Mein heutiger Gast gehört zu den besten Beachvolleyballspielerinnen der Welt. Sie ist 2020 Europameisterin geworden und hat im 2021 für die Schweiz Bronzemedaille an den Olympischen Spielen gewonnen in Tokio. Die erste Medaille für ein Schweizer Beachvolleyballerinnen-Team. Herzlich willkommen, Joanna Meder. Hallo. Joanna, Beachvolleyball, das ist ein schneller, dynamischer Sport und ist beim Publikum vor allem für die Leidenschaft, aber auch die Leistung und auch Fairplay bekannt. Was bedeutet dir der Sport und auch die Attribute? Was bedeutet mir der Sport? Also erstens mal, es ist einfach eben meine Leidenschaft, mein Hobby, das ich zum Beruf machen durfte. Das ist ja nicht selbstverständlich. Was mich halt an dem Sport immer reizt, das ist so, es ist wie auch familiär. Man reist eigentlich miteinander um die Welt, wo jetzt wiederum mich am Tag vor dem Wettkampf zusammen zu Nacht essen. Am nächsten Tag spielt man gegeneinander auf dem Court. Ja, ich denke sicher, dass ich zum Beispiel jetzt persönlich sehr powervolle Spielerin bin, also mit sehr vielen Emotionen spiele. Ich finde aber, das ist genau das, was mich ausmacht. Es gibt andere Spieler, die spielen anders. Aber einfach auch, dass man einfach fair gegenüber am Gegner ist, also dem nicht irgendwie beleidigt oder keine Ahnung. Dann ist es wie so, ja, ich kann auch mal ein bisschen einen bösen Blick oder so ein bisschen Emotionen oder ein bisschen das Spielen. Ich finde, das gehört zum Sport dazu. Es sollte aber auch nicht irgendwie ein Tabuthema sein. Ich finde, es gehört einfach. Bei den Männern ist es gar keine Thematik. Die gehen nachher noch ein Bier trinken. Bei den Frauen ist es immer ein bisschen heikler, sage ich, dass man es macht, dass man nachher das halt zu lange noch im Kopf hat. Aber ich weiss, ja, auch eine Athletin, die ist genau so. Und ich denke immer, wenn ich es gegen sie habe auf dem Court, denke ich so, oh Mann, du gehst mir so auf den Zeiger und hey, benimm dich mal. Ja. Aber danach können wir zusammen lachen und es ist wirklich kein Problem mehr für mich. Ich glaube, es ist einfach das richtige Einordnen, wissen, es geht halt jetzt, wenn beide gewinnen. Man gibt alles dafür, es ist immer noch im fairen Bereich. Jeder tut halt anders definieren, was fair ist. Aber solange du nichts mit Beleidigungen zu arbeiten hast, finde ich das eigentlich kein Problem. Ich höre da von meinem Mann, der Eishockey spielt, ganz andere Sachen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dementsprechend sind wir da sehr Heilige. Also, ja, deswegen finde ich das auf dem Beachvolleyball etwas mega Schönes. Darf aber auch Emotionen drin haben. Die springen ja auch sehr zum Publikum über. Genau, also die machen die so richtig mit. Und es ist halt wie immer so ein bisschen, ich würde nicht sagen Party, weil das ist wie das falsche Wort, aber es ist einfach eine Stimmung. Oder? Es ist wie so die Musik, dann das... Ja, man reisst, also der Speaker reisst dann das Publikum mit, man macht mit und dann gibt es auch dir als Athletin auf dem Court so den Vibe, so, hey, hure cool, es fängt halt einfach vor diesen Leuten zu spielen. Und ja, wenn du halt daheim bist, ist es umso kühler natürlich. Aber auch in anderen Ländern, also ich Olympia darf in Rio spielen, da ist es meine erste Olympia gewesen und ist Wahnsinn gewesen. Wir sind Fünfte geworden und im Viertelfinale bist du eigentlich einfach nur ausgebaut worden, wenn du einen Punkt gemacht hast. Ich als Athletin, ich habe das als Energiepush genommen. Es gibt andere Athleten, die vielleicht mit dem nicht so klar kommen. Ja, das sind halt so Sachen, entweder es entspricht oder es entspricht halt nicht. Also ich nehme da aus, es ist sehr ein direkter Sport oder Sportart. Du hast ja vorher auch Volleyball gespielt im klassischen Sinn. Was ist für dich denn ausschlaggebend gewesen, dass du gesagt hast, ja, Volleyball ist schön und gut, aber ich gehe ins Beachvolleyball? Also ich habe schon immer eigentlich den Reiz am Beachvolleyball gesehen. Also es hat ja, wir sind zwar auf der Frauenseite die Ersten gewesen, die Bronzemedaille haben, Olympische Spiele gewinnen, aber die Herren haben die auch schon dürfen. Und ich konnte das im Fernsehen miterleben und für mich war wie klar gewesen, dieser Sportart würde ich auch an die Olympischen Spiele. Und dann habe ich eigentlich so den Sport gestartet und damals sind wir in der Schweiz noch nicht so mit Infrastrukturen so weit gewesen, dass wir haben halt über den Winter das können die Haie trainieren. Das heisst, du hättest überall herreisen. Es ist alles aufwendiger, es ist alles nicht so einfach zum Organisieren gewesen. Und dann hat es geheißen, ja, Grundtechnik lernt man in der Halle. Mach so den Schritt und dann schaust. Und für mich ist es aber wie nie... Es hat Spass gemacht, aber der Reiz vom Beachvolleyball ist einfach ganz ein anderer gewesen. Also ich habe im Sommer schon immer Beachvolleyball dann gespielt. Und einfach so, dass es komplett sein muss. Du kannst nicht ausgewechselt werden. Du musst bereit sein. Wenn du halt mal einen schlechten Tag hast, musst du mit dem klarkommen. Du musst eine Lösung finden und du kannst dich nicht davor drücken. Ja. Und das hat mich so gereizt. Das reizt mich auch heute noch. Weil es gibt Tage, wo es dir nicht gleich gut läuft. Warum auch immer. Vielleicht hast du schlecht geschlafen. Vielleicht hat der Gegner eine super Taktik gegen dich und du musst eine Lösung finden. Und du kannst dich nicht einfach
auswechseln lassen und sagen, okay, jetzt macht es für mich der Teampartner, dann ja, ist halt, das ist für mich, ich finde das mega cool. Also, Natürlich herausfordernd und Reiz. Genau, herausfordernd und Reiz, so kann man es sagen, ja. Du sprichst es an, also ihr seid ein Zweierteam, man ist da viel enger aufeinander, die Verantwortung vom Einzelnen ist auch viel, viel grösser als in einem Team. Wie schwierig ist das aus beiden Perspektiven? Weil es gibt ja auch mal schlechte Tage, wenn man den Partner enttäuscht oder halt auch vom Partner enttäuscht wird. Wie schwierig ist das zum Handeln? Also ich weiss, wenn du Partnerin, du tust eine Beziehung aufbauen und dann kennst du eigentlich dich sehr gut und du weißt eigentlich immer, also dein Partner macht das ja nie mit Absicht. Also es ist ja nie so, dass er sagt, hey, heute habe ich keine Lust, stehe ich einfach auf der Court, ja, spiele einfach das so ein bisschen so vor mich her, aber gib mir keine Mühe. Ich glaube, dann ist es wie so klar, es gibt einfach so Tage, weil du das ja auch schon erlebt hast, wo es einfach nicht funktioniert. Dann heisst es ja, wie gut kannst du deinem Partner dann helfen, dass er doch irgendwie wieder rein ins Spiel findet. Vielleicht kannst du irgendwie ein Element, wie zum Beispiel Service, wo dein Partner wie nicht Einfluss hat, etwas extrem reissen. Vielleicht kannst du da so das Spiel wie noch drehen und deinem Partner wieder Mut geben. Hey, doch, es geht auch so, auch wenn du nicht deine beste Leistung spielst. Ich finde, das ist weniger schwierig. Wir haben jetzt zum Beispiel im Team zweimal eine sehr schwere Verletzung gehabt. Ich war jetzt auf der Seite, die die Verletzung verwünscht hat. Ich habe aber auch sehr viel mit der Anuk über das dann geredet, wie es so ist. Und ich glaube, für sie ist es extrem schwierig gewesen, weil sie halt nicht weiss, hey, wie schnell geht es wieder, bis man zurück ist. Für mich ist es extrem schwierig gewesen. Ich habe gewusst, hey, ich muss möglichst schnell zurückkommen. Das, ja, weil sie einfach auch nicht spielen kann. Ich habe mich halt wie schuldig auch gefühlt, sie kann sich nicht weiter entwickeln oder sagen, ist sie ja, sie kann halt einfach auch nicht wettkampfmässig spielen, nicht das, was sie gerne macht. Und das finde ich schwierig, halt die Abhängigkeit voneinander wegen Verletztsein. Du hast Anuk jetzt mehrfach angesprochen, das war auch deine letzte Teamkonstellation gewesen, aber du hast vorher auch mit ganz vielen anderen Partnerinnen zusammengespielt. Steht und fällt die sportliche Leistung mit der Qualität der Beziehung? Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man eine gute Basis hat miteinander, dass man, also was für mich immer, es muss nicht beste Freundinnen sein, weil das ist immer so ein bisschen, ich finde, das ist ein sehr heikles Thema, beste Freundinnen, weil wenn man, es ist ja doch irgendwie ein Beruf und man ist mit Ehrgeiz dahinter und manchmal muss man einfach, kommen mit Emotionen Sachen extremer rüber. Und wenn man dann das irgendwie persönlich nimmt, ist es dann immer schwierig, das leidet die Freundschaft darunter, sage ich einfach. Und ich habe jetzt mit allen eine gesunde Beziehung gehabt. Ich habe viel lernen von meinen Anfangszeiten her, weil ich sehr emotional war. Ich habe aber eigentlich nie per se jemandem weh machen oder irgendwie Unrecht tun, sondern es war mehr so, meine Emotionen sind sehr stark gewesen. Die einen haben dann das halt als extrem gegen sich genommen, wo aber eigentlich nie meine Intention war. Und ich glaube jetzt also mit dem Alter und mit der Erfahrung haben wir halt dann ja gelernt, hey, mit diesen Sachen über das zu reden, also sehr offen zu sein. Also zum Beispiel mit Anuk 8 Jahre zusammen gespielt, mit Mentalcoach, wo wir an der Seite haben wir viel über die Themen geredet. Hey, was stört dich am anderen? Wie ist es andersrum? Wie reagiert die Person in dieser Situation? Wie reagiert sie dort? Und umso besser, dass man sich halt kennt und umso offener dass man ist zueinander, sage ich, umso mehr Harmonie ist im Team. Ja. Und man kann es halt aber auch in dieser Situation jetzt gerade nehmen, wenn jetzt jemand merkt, hey, der hat jetzt Druck, hat vielleicht nicht so einen einfachen Tag, dass er vielleicht wieder in eine Situation hineingeht von früher, wo er so ein bisschen ruppig reagiert, kann man es halt einfach nehmen. Und man tut es nicht hinterfragen, ist es gegen dich. Das Verständnis ist viel grösser. Und ich glaube, ja, man ist halt sehr nah und sehr viel zusammen. Also ich habe gesagt, es ist wie so eine zweite Ehe. Also ich habe Anuk zum Teil mehr gesehen als mein Mann in einem Jahr. Also wir sind so viel unterwegs, wir teilen das Zimmer. Also es ist wirklich eine sehr intensive Beziehung. Und ich glaube, wenn man gar nicht miteinander kann, dann wird es halt irgendwann anstrengend. Also wenn du nicht mal miteinander kannst ein Wort reden, dann fühlst du dich irgendwann einfach einsam auf der Tour. Wenn der Wurm mal drin ist, glaubst du, man kann ihn wieder rausholen? Oder ist dann irgendwo auch mal so ein Tipping Point erreicht, wo, wenn es dann dort drüber gegangen ist, dann ist es wahrscheinlich vorbei? Nein, ich glaube, wir haben manchmal auch unsere Würmer drin gehabt. Ich glaube, jede Beziehung hat manchmal so ein bisschen... jede Beziehung hat manchmal doch so ihre Tiefs. Ich glaube auch, die Frage ist, kannst du es auf die Seite tun oder nicht? Kann man mit dem einfach sagen, hey, das ist passé, das ist passiert. Kann man sich dafür entschuldigen, wenn jetzt jemand sich angegriffen gefühlt hat oder nicht? Ich glaube, das sind alles so Punkte. Und das kommt alles auch so ein bisschen mit gewissen
Zeit, also ich sage immer, ja, die Erfahrung und das Alter hilft halt dort auch mit. Wenn man ganz jung ist, ist es denke ich, vielleicht manchmal noch ein bisschen schwieriger, das so anzunehmen und zu sagen, hey, ja, stimmt, vielleicht habe ich dort einen Fehler gemacht oder nicht. Also, Wie fest gehört das auch dazu, zum besser werden? Also, wo man sagt, genau das braucht es, damit man den nächsten Schritt in der Qualität der Leistung auch machen kann. definitiv ein riesen Schritt. Also ich glaube einfach, weil man so fest aufeinander angewiesen ist und so viel Zeit miteinander verbringt, ist es etwas, was unglaublich wichtig ist. Also ich glaube auch, dass die Anouk und ich die Bronzemedaille in Olympischen Spielen in Tokio, wo wir die geholt haben, das ist einfach auch eine unglaubliche Teamleistung, weil wir extrem miteinander durch das Zeug durch sind und nicht einfach, jetzt hat der wieder so oder das hat wieder so. Wir haben extrem in diesem Bereich gearbeitet. Und das Schöne ist, du wirst belohnt, oder? Ja. Also darum, ja, ich sage, es ist ein riesen Part, um eben den nächsten Schritt zu machen. Man kann schon sagen, ja, es geht auch anders. Die Frage ist, kommst du an den Punkt her, dass du eben halt dann so grosse Erfolge feiern. Ja, also gehört wie einfach dazu, ja, zu der Arbeit. Definitiv, es gehört dazu, ja. Ende der abgelaufenen Saison war dann Schluss mit dem Gespann von der Anouk und dir. Nach 8 Jahren ist das so richtig, gell? Kurz darauf hast du deine Schwangerschaft bekannt gegeben. Mhm. Wie geht es bei dir weiter? Wird es einen Neustart geben? Ja, das ist weißt du das überhaupt schon? Nein, also ja, ich habe mir das natürlich schon überlegt. Ich muss vielleicht auch so sagen, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, jetzt nochmal 4 Jahre zu machen, bevor der Wunsch, Mami zu werden, erfüllt geht. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich mir einfach gesagt, hey, was ist, wenn es jetzt vielleicht nicht klappt? Oder was ist, wenn es klappt und ich merke, hey, aber ich kann nachher nicht davon weg vom Kind. Kann ich mit dem leben, mit dieser Karriere? Kann ich mit dem sagen, hey, ich darf alles so erleben, geniessen, die Erfolge feiern und es ist okay für mich, wenn es dann nachher durch ist. Und all diese Fragen habe ich mir schon gestellt und ich muss aber auch wiederum sagen, ich habe einfach unglaublich viel Spass an dem Sport und ich habe immer noch das Gefühl, ich kann noch Sachen lernen und es fängt einfach. Und darum ist schon so mein Gedanke zum Zurückkommen, also eigentlich sehr gross, auch jetzt noch. Mich nimmt es ein Wunder, du hast nie eine Garantie, wenn das Kind dann auf die Welt kommt und ja, so ein kleines Wesen ist halt dann schon etwas ganz anderes und wenn es sich dann halt so verzaubert, dass du merkst, hey, es ist halt schwierig, so viel wegzuziehen von diesem Kind. Ich will mir sicher auch genug Zeit geben. Ich habe mir gesagt, dass ich eigentlich auf Anfang des nächsten Jahr wieder wettkampfmässig spielen, also nichts übereilen, sodass der Körper seine Zeit hat, sich wieder zu erholen. Ja, und vor allem auch, dass du geniessen kannst, dass du Mami bist. Oder? Genau, das ist ja schon, es ist ja nicht einfach so, dass ich jetzt sage, ja, jetzt, okay, da das Kind, oder wie mein Mann besprochen, jetzt machen wir das Kind und nachher kannst du das du haben, sondern es war auch ein Wunsch von mir gewesen. Und dann ist es ja schon wichtig, dass ich denke, es ist sehr schwierig, jetzt schon abzuschätzen, was mit dir dann passiert. Und genau, es sind ja mit den Hormonen und alles, ist ja mit einer Frau dann nochmal ein bisschen, aber ich merke, spannend, dass das Feuer ganz klar brennt, zumindest Stand heute, dass du wieder zurückkommst. Bald startet Beach Tour, wo die SMZ halt das Jahr als Hauptpartner mit dabei ist. Was hat diese Tour für dich in der Vergangenheit für eine Bedeutung gehabt? Ja, also ich sage einfach, es ist etwas extrem Wichtiges, dass wir so eine Tour haben, die eben nicht so auf Juniorenstufen ist, wo eben genau die jungen Spielerinnen die Chance haben, auf diesem Level zu spielen, wo man eben auch mal eine Wildcard, heisst das, also ein ausländisches Team einladen, wo dann auch mal ein junges Schweizer Team erfahren, wie es ist, gegen so ein Team zu spielen. Und es ist ja auch so, dass eben die Schweizer Meisterschaft in diesen 5 Stops drinnen ist und das heisst, die Top-Teams sind ja dann auch dabei und dann können eben genau auch so Junge mal gegen die Top-Teams spielen und ich weiss noch dazu mal, das hat mir extrem viel gegeben, halt einfach mal können gegen so etwas zu spielen, was heisst das Level, wo sie haben, wo stehst du so ein bisschen, oder es ist halt so ein Richtwert oder man merkt so ein bisschen, wo man steht oder eben noch nicht so, ob man noch mega weit davon entfernt ist, ob das mal etwas ist, eben genau in diesen Bereich einsteigen. Darum sage ich, so eine Tour ist sehr wertvoll und ich finde es einfach generell wichtig, dass man den Sport immer weiter pusht und fördert, weil wir sind jetzt über Jahre jetzt auf der Frauenseite auf einem super guten Level, wo nicht selbstverständlich ist und trotzdem ist es immer irgendwie noch eine Randsportart und muss immer noch irgendwie kämpfen, dass man irgendwie genug Unterstützung bekommt und ich finde das unglaublich schade, weil der Aufwand ist riesig, man ist viel unterwegs, man hat sehr viele Ausgaben
Und darum finde ich so eine Tour für die Heim, dass man dort auch mal ein bisschen schnuppern kann, bevor man eine riesige Reise herlegen muss, extrem wichtig. Für die Weiterentwicklung von der Spieler. Genau. Wir kommen fast schon am Schluss des Gesprächs, aber ich möchte dich trotzdem fragen, vor allem auch dieses Jahr, Beach Tour, ob du die überhaupt verfolgst und halt auch aus einer ganz anderen Perspektive. Ist das so ein bisschen mit einem weinenden Auge oder auch etwas, was dich freut? Nein, also ich tue definitiv Beachvolleyball verfolgen, ob es jetzt international ist oder ob es die Schweizer Tour ist. Ob ich dann auf Tour gehe, das kommt ein bisschen darauf an, wie das Kind auch was für ein Kind, also ein gemütliches oder ein schräges oder keine Ahnung, wie das ist. Ja, mal schauen, ob es dann auf den Punkt kommt, dass ich auch mal bei einem Tourstopp dabei sein kann. Vielleicht allerspätestens in der Schweizer Meisterschaft in Bern. Ja, sicher von außen schauen, dass ich lebe für den Sport, ich liebe den Sport. Ja, es tut sicher weh, wenn du nicht selber mittun kannst. Das ist definitiv so, aber das Mal ist es ein schöner Grund. Das letzte Mal war es, weil ich verletzt war, dementsprechend tut es mir das mal weniger weh. Also es ist wie so, jetzt habe ich die Entscheidung selber getroffen und es ist ein schönes Resultat daraus entsteht ein schönes Resultat daraus. Und vielleicht kannst du auch mal entspannt zurücklehnen und mal erleben, wie es für das Publikum ist, um den Sport anzuschauen, oder? Ja, das ist sicher, ja. Wenn ich einfach neutrales Spiel schaue, ja, wenn ich jetzt meinen Brüdern zuschaue, kann ich nicht so entspannt schauen. Das finde ich, da geht es gerade eben mit, ja. Liebe Joanna, ich merke, das Feuer brennt in dir für Beachvolleyball. Jetzt egal, ob du wieder zurückkommen wirst oder nicht, das wird sicher nicht verlöschen. Herzlichen Dank, bist du heute da gewesen. Sehr gerne.